Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um Assetto Corsa. Ich hatte ja bereits ein Video gemacht, wo ich euch zwei Rennsimulatoren vorgestellt habe. Einmal Project Cars 2 versus Race Room. In Race Room bin ich ja noch relativ neu, das heißt, da konnte ich noch nicht so viele Erfahrungen sammeln. Assetto Corsa ist auch so ein Spiel, was ich jetzt schon relativ lange habe, aber bisher nur relativ wenig gespielt habe. In dem Video, wo ich Project Cars gegen Race Room verglichen habe, habe ich ja auch gesagt, dass ich aus der Vergangenheit heraus nicht so sehr zufrieden war mit Assetto Corsa. Einerseits mit der Steuerung und andererseits mit der Menüführung. Ich habe mich jetzt aber in den letzten 2 Wochen ein bisschen mehr mit Assetto Corsa wieder beschäftigt. Es gab natürlich auch viele Updates. Wie gesagt, das Spiel besitze ich jetzt schon bestimmt 2 Jahre und ich habe es schon relativ lange nicht mehr gespielt. Das heißt, auch innerhalb des Spiels hat sich viel verändert und ich muss sagen, es hat sich vieles zum Besseren verändert. Ich war ja so ein bisschen Assetto Corsa kritisch, muss das aber jetzt revidieren aufgrund der letzten 2 Wochen, wo ich mehr Zeit im Spiel verbracht habe. Sowohl die Steuerung gefällt mir sehr gut, sie ist eben das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, so eine Mischung aus dem sehr agilen Steuerungsverhalten von Project Cars 2 und dem extrem eingeschlafenen Steuerungsverhältnis oder Gefühl aus Race Room. Es fühlt sich insgesamt sehr realistisch an, also wenn ich das jetzt übertrage auf das Fahrgefühl, was ich im Auto habe, wenn ich auf der Rennstrecke bin, muss ich sagen, kommt das da schon sehr nah ran. Natürlich fehlen zu Hause einfach die G-Kräfte und die Querbeschleunigungskräfte, aber allein das Gefühl am Lenkrad, der Lenkwinkel, die Gegenkräfte, die entstehen eben beim falschen Einlenken oder beim Überfahren des Autos, finde ich, sind sehr gut gelungen und deswegen möchte ich heute ein bisschen mehr zu Assetto Corsa sagen. Ich fange jetzt einfach mal an, indem ich ein kleines bisschen was zum Menü erkläre. Wie gesagt, das Menü ist immer noch so ein bisschen so ein Kritikpunkt, also da bin ich immer noch nicht so 100% zufrieden. Es hat aber auch an gewissen Stellen seine Vorteile. Also man muss sich einfach arrangieren. So ist es ja immer, wenn man mal weiß, wie es funktioniert, dann kommt man damit ganz gut zurecht. Nichtsdestotrotz hätte ich mir hier für das Hauptmenü so ein bisschen eine, in Anführungszeichen, normalere oder gewöhnlichere Menüführung gewünscht, sodass es etwas einfacher ist zu verstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel ein einfaches Time Attack fahren möchte, also einfach nur auf Zeit, dann kann man das hier oben unter dem Punkt Drive machen. Dann hat man hier nochmal so verschiedene, ja, Oberkategorien, sage ich mal, und wenn man die auswählt, kommen dann eben auch nochmal Unterkategorien gegebenenfalls, wie zum Beispiel hier unter Challenge, wo es dann eben auch Time Attack gibt, oder eben unter dem Oberpunkt Race, wo es dann auch nochmal Unterpunkte gibt. Wie gesagt, die Menüstruktur ist da an der Stelle einfach ein bisschen ungewöhnlich. Wenn man es einmal rausgefunden hat, wie das aufgebaut ist und wie das funktioniert, dann kann man damit eigentlich ganz gut leben. Die Fahrzeugselektion, die ist sehr prominent, die ist hier platziert, das heißt, wenn ihr also auf das Bild des Autos klickt, dann kommt ihr auf die Fahrzeugauswahl. Klickt ihr jetzt hier unten in dem Bereich des Bildes auf diesen Schraubenschlüssel mit den Farbelementen, dann kommt ihr sozusagen auf so eine Detailseite, wo ihr so ein bisschen technische Spezifikationen zum Fahrzeug angezeigt bekommt. Das finde ich eine sehr nette Idee. Ihr könnt hier oben je nach Fahrzeug dann eben auch eine andere Farbe wählen. Es gibt hier so einen Hintergrundmodus, wo man eben verschiedene Hintergründe definieren kann, die man dann später hier in der 360-Grad-Ansicht eben auch sieht. Was auch wirklich toll gemacht ist, die Automodelle. Ja? Also da ist auch wieder so ein Punkt, das war früher auch nicht ganz so gut, das hat sich im Laufe der Zeit auch extrem gebessert. Die 3D-Modelle sind da wirklich deutlich besser geworden. Und was halt auch schön ist, man kann hier dann eben auch entsprechend die Ansichten wechseln, also man kann hier auch ins Fahrzeug hinein, hat hier drin dann auch eben eine sehr gute Detaildarstellung vom Innenraum, auch eben von jedem spezifischen Fahrzeug. Also auch das sind halt einfach Dinge, die man wissen muss. Auch jetzt hier, man ist so ein bisschen in der Ansicht gefangen. Dann gab es ja aber den Hinweis, wenn man eben die Enter-Taste drückt, dann kommt man aus dieser Ansicht wieder raus. Also wie gesagt, an der einen oder anderen Stelle ist die Menüführung sehr innovativ, aber eben manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und hier ist jetzt auch so, wie kommt man hier wieder raus? Erstmal sieht man keinen direkten Knopf, das heißt, man kommt hier also mit Escape wieder raus. Da, wie gesagt, so Kleinigkeiten, einfach irgendwo noch so einen Exit-Button platzieren in der Menüleiste, wäre es ein bisschen einfacher. Dann die Streckenauswahl findet ihr hier drüben bei diesem Icon, da sind eben verschiedene Strecken hinterlegt, von der ihr dann eine wählen könnt. Und hier ist es eben auch, wir haben es gerade gesehen, ich bin auf die Streckenauswahl gegangen, dann gehe ich hier oben wieder zurück
Und das ist eigentlich nicht der Zurück-Button für sozusagen diese Auswahl, wo ich war, sondern dieser Vor- und Zurück-Button bezieht sich immer auf diese Leiste hier oben. Also wie gesagt, die Menüführung, man muss sich einfach damit anfreunden. Dann die Grafikeinstellungen, die finden sich eben hier in diesem Haupteinstellmenü für Grafik, Video, Audio und ja auch Controls. Das ist alles sehr übersichtlich und das ja, ist jetzt nichts Spezielles, da denke ich, kann man sich sehr gut zurechtfinden. Lediglich die Menüstruktur hier ist so ein bisschen anders und eben später auch im Spiel. Jetzt gehe ich einmal und zeige euch, bevor wir jetzt wirklich eine Runde mal fahren, die Menüstruktur im Spiel, die wie gesagt auch Vor- und Nachteile mit sich bringt. Jetzt nochmal zurück in das Menü und zwar wähle ich jetzt hier einmal ein Fahrzeug aus. Hier ist eben besonders schön, dass wir eine relativ große Herstellerauswahl haben, unter anderem auch Maserati, was relativ selten ist in anderen Spielen. Es gibt hier auch zum Beispiel den Gran Turismo eben in der MC-Variante und wir nehmen jetzt einmal den Quattroporte, denn der ist sozusagen im Standard mit dabei. Der MC ist nur über einen DLC verfügbar und das habe ich jetzt nicht, deswegen nehmen wir hier einmal die viertürige Limousine und jetzt laufen wir in so ein Problem, was ich schon ein paar Mal hatte, was halt auch wieder mit dieser Menüführung, denke ich mal, mit zu tun hat oder auch so ein bisschen da reinspielt. Jetzt möchte ich halt loslegen. Ich hatte früher schon mal mein Lenkrad und meine Pedale eingestellt. Das Spiel hat aber die Informationen wieder vergessen. Ich gehe davon aus, die Infos sind eigentlich noch da, will jetzt eben loslegen und merke dann, oh okay, er kennt weder das Lenkrad, er erkennt weder das Gas. Die Infos sind alle wieder weg, also wieder zurück ins Menü. Dort dann wiederum in den Control-Einstellungen nachschauen und alles neu einstellen. Hier vermisse ich halt auch so ein paar Presets, die einfach bereits im Spiel mit dabei sind. Bei vielen anderen Spielen gibt es das. Das sind für die verschiedenen Lenkradtypen oder die, sage ich mal, gewöhnlichsten Lenkradtypen eben entsprechende Presets definiert. Hier gibt es zwar auch Presets, die beziehen sich dann aber eben vor allem auf das Force Feedback. Das sehen wir jetzt, wenn ich hier die verschiedenen Presets einmal auswähle, dass sich dann eben die Force Feedback Werte verändern. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel das Preset für das Formel 1 Lenkrad auswähle, ändert sich hier die Force Feedback Vordefinition. Die Tasten sind aber bei mir komischerweise immer nicht belegt. Das heißt, ich muss also hier jetzt so ein Preset laden und muss mir dann die entsprechenden Tasten, die ich eben brauche, wie eben Gang hoch, Gang runter schalten, Kupplung, Bremse, Gas. So das Minimum muss ich halt jedes Mal neu definieren. Die anderen Tasten belege ich schon gar nicht mehr, weil er sich das irgendwie aus was weiß ich für Gründen eben leider nicht speichert. Das heißt, hier einmal alle wichtigen Funktionen einmal belegen. Dann mache ich aus purer Verzweiflung wie immer eben den Save, wobei es trotzdem wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder weg sein wird. Und dann können wir jetzt loslegen und eben mit dem Fahren tatsächlich starten. Jetzt geht's also los. Die ersten Runden nicht irritiert sein. Ich habe jetzt einfach aus dem Trockenen mal 2 Runden hier hingelegt. Deswegen die Ideallinie passt noch nicht so, die Bremspunkte auch nicht, aber es geht ja jetzt hier auch nur darum, euch ein bisschen zu zeigen, wie denn die Grafik ist und die Physik und da muss ich wirklich sagen, was ich ja auch schon bereits erwähnt habe, ich bin extrem zufrieden mit der Art und Weise, wie sich das Auto hier steuert, mit dem Feedback, was man vom Spiel bekommt und auch die Autotypen. Ich zeige, nachdem ich jetzt mit dem Quattroporte hier 2 Runden gefahren bin, dann nochmal ein anderes Auto, ein eher GT-lastiges oder GT3-lastiges Auto mit sehr viel Aerodynamik und das ist halt ein massiver Unterschied, gerade jetzt hier bei der En Rouge. Beim Quattroporte muss ich eben entsprechend hart abbremsen und auch runterschalten und mit dem GT3-ähnlichen Auto und der großen Aerodynamik kann ich da einfach Vollgas flat durchfahren. Auch die letzte langgezogene große Kurve vor Startziel. Auch hier ist dann eben ein extremer Unterschied spürbar zwischen jetzt so einem Straßenauto wie hier dem Quattroporte und eben dem GT3-ähnlichen Fahrzeug. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht und es macht einfach unheimlich viel Spaß, hier diesen Simulator zu bedienen, weil es einfach wirklich sich extrem realistisch anfühlt und man kann auch tatsächlich das Auto, wenn man eben entsprechend gute Reflexe hat, wirklich noch abfangen, ne? Was in manchen anderen Simulatoren extrem schwierig ist oder das Auto sehr nervös oder eben dann gar nicht mehr abfangbar ist. Und hier ist es wirklich rein vom Gefühl, wenn das Auto ausbricht, die Gegenlenkimpulse, die man dann sozusagen aus der Routine heraus macht, die sind praktisch wie im echten Fahrzeug. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Jetzt lasse ich euch ein bisschen alleine mit den Bildern
die Geräusche, auf die Grafik einfach ein bisschen achten, ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. So, das waren jetzt also ein paar Eindrücke mit dem Quattroporte und jetzt wechsle ich nochmal auf ein entsprechendes GT3-ähnliches Fahrzeug, also sprich ein Fahrzeug mit sehr viel Aerodynamik. Dann habt ihr auch nochmal so ein bisschen den Vergleich, wie sich das dann nachher darstellt in Sachen Handling und Fahrphysik. Wie gesagt, es fühlt sich extrem unterschiedlich an, was ich sehr positiv finde, weil es eben komplett andere Fahrzeuge sind. Der Klang ist anders, das Handling ist anders. Einfach mal darauf achten, die Geschwindigkeit in der Eau Rouge, ich muss nicht lupfen, das Fahrzeug liegt super stabil, das Einlenken ist toll
Und auch die letzte langgezogene Kurve vor Startziel geht eben hiermit komplett flat. Sehr, sehr geil gemacht. Einfach mal ein bisschen reinschauen und den Sound genießen.
Das waren jetzt ein paar Infos zu Assetto Corsa. Ich lege euch das Spiel jetzt wirklich ans Herz. Meine Aussage von vor ein paar Wochen muss ich revidieren. Grafik toll, Sound toll, Steuerung wirklich gigantisch. Probiert das mal aus, das macht riesen Spaß. Demnächst gibt es noch ein Video, wo ich euch iRacing vorstelle und dann mache ich nochmal so ein Video, wo ich alle diese Racing-Simulatoren gegeneinander vergleiche mit Pro Contra. Ich hoffe, das war hilfreich und für euch ist jetzt auch was dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao!